Hey Leute, in diesem Video drucke und baue ich das RC Auto MK Ultra zusammen. In einem anderen Video hatte ich gezeigt, wie ich das Tamo 3 verbessere. Daraufhin wollte ich als nächstes das Tamo 4 bauen. Einer von euch hatte mir aber in den Kommentaren geschrieben, dass das vierte Modell auch nicht viel besser sei. Er hatte mich dann auf ein besseres 3D gedrucktes RC Auto hingewiesen. Das MK Ultra von Grampy Modeler. Starten wir mit dem eigentlichen Video. Das erste war natürlich die Teile zu drucken oder zu bestellen. Vorgeschrieben war 100% Ausfüllung. Ich dachte, ich bin schlauer und spare Filament und Druckzeit. Also habe ich natürlich alles mit nur 50% Ausfüllung gedruckt. Später sind diese Teile bis auf die Radaufhängungen und den Rahmen gebrochen. Die Teile sollten also alle mit 100% Ausfüllung gedruckt werden und ich empfehle sie auch noch ein bisschen heißer zu drucken, damit die Schichten besser aneinander haften. Für die kleinen Teile muss man nicht so wie ich einen Brim benutzen. Das wäre nicht nötig gewesen. Die ganze Mühe, um das zu entfernen, hätte ich mir sparen können. Sonst war das Drucken sehr einfach, da die Teile gruppiert waren. Wie zum Beispiel die Lenkung oder das Differential. Mit dieser Methode ist es aber schwierig, nur ein Einzelteil zu drucken, das man gerade braucht. Dann muss man halt die gesamte Gruppe nochmal drucken. Hier habe ich 2 Kugellager vergessen. Die Differentiale sind auch aus Plastik gedruckt und erstaunlicherweise haben sie bis jetzt gehalten. Die Riemenübersetzung ist gut gemacht und man kann die Riemenspannung einstellen. Und jetzt baue ich das Lenksystem zusammen. Rage on that beat, going crazy. Das Zusammenbauen ist nicht so einfach, wie man denken könnte. Zum Beispiel muss hier zuerst die untere Schraube festgezogen werden und erst dann kann die obere Mutter eingefügt werden. Zu den 3D-Modellen sind auch Grafiken als Anleitung dabei. Es erleichtert das Zusammenbauen wirklich. Die Radachsen, die mit den Kardanwellen geliefert wurden, waren natürlich zu kurz. Ich hatte gehofft, dass sie passen und 20 € für 4 Kardanwellen einschließlich Radachsen war ein gutes Angebot. Also musste ich mir längere bestellen. Ich verlinke natürlich alles in der Videobeschreibung. Ich habe mich komplett geirrt bei der Montage des Hinterteils. Die Federungen sollten nach vorne und so weiter. Da habe ich alles falsch gemacht. So sollte es eigentlich aussehen. Dann sind die Radachsen angekommen. Weil die Kardanwellen ein bisschen zu kurz waren, habe ich das mit Federn ausgeglichen.
Die ganze Elektronik nehme ich aus dem letzten RC-Auto, sowie auch diese Reifen, die wirklich gut sind. Nur die Dämpfer habe ich neu gekauft. Vergesst natürlich nicht, die Differentiale einzufetten. Da die Federungen nicht hart genug waren, habe ich eine der Ersatzfedern mit einem Zwischenstück hinzugefügt. Die Dämpfer empfehle ich wirklich nicht. Sie sind ohne Öl angekommen und von schlechter Qualität. Und vor allem passen sie nicht von der Länge her zu diesem Auto. Ich musste das Auto an den Dämpfern anpassen. Unter der Karosserie ist sehr wenig Platz. Damit die Karosserie überhaupt drauf passt, musste ich den Lüfter vom Motorcontroller abschrauben und ihn auf den Rahmen verschieben. So, jetzt muss man nur noch lackieren und dann geht's los. Zu den Nachteilen. Dort, wo die Kardanwellen in den Plastikteilen gesteckt werden, da ist die Schwachstelle. Ich musste sie mehrmals austauschen. Sonst sind die Stabilisatoren oft rausgeflogen, so dass ich die Kardanwellen verloren hatte. Ich habe sie dann auf den Waldboden wiederfinden können. Insgesamt hat mich dieses Auto mehr gekostet als das Tamo 3, so circa um die 140 €. Aber dafür bekommt man ein Auto, das nicht beim Gasgeben kaputt geht. Natürlich besteht das Auto immer noch nur aus Plastik. Gegen eine Mauer zu fahren ist wirklich nicht... Ja, da geht auf jeden Fall was kaputt. Im Grunde ist dieses Auto aber sehr gut konstruiert und es hat viel Spaß gemacht, es zu bauen und auch damit zu fahren. Ich empfehle es wirklich. Wenn dir mein Video gefällt, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben oder ein Abo, falls du meine nächsten Videos nicht verpassen möchtest.